wat zoiets van de bekendmerking. En zo van der und jankert mij nennt te gaan en mijn boodschap stond gewasset vanaf van Medwerk Bible Study. Mir wird sehr viel wert, was wir Medwerk auf Bibelstellen hielden. En een gewasset part fängt durch something an te leven aan mij, waarvan deze boodschap van der und wat zijn. En als we er neer gaan, we ons opnemen te beden. Voor den Himmel, we komen voor die en we danken die voor die leven. We danken die voor die genade, wat du hast aan ons mensen. We danken die dat du ons aannemen is zoals we zijn. En Vater, we danken die dat du ons leiden ist durch dein Wort und uns Anweisungen geben ist an dein Wort. Da sind wir so dankbar für. Vater, wir freuen, dass das Wort von dir noch Wort uns reden und dass wir wollen können aufsehen und annehmen und das in uns Leben applyen, was dein Wort uns lehren hätten. Vater, sehen diese Zeit hier, wann wir an dein Wort nennen, in Jesus' Namen. Amen. De Bibelstelle handelt sich von Familie und was können wir tun, um wat beidragen, dass die Familie noch Gott sein will, noch leben wird, oder dass die Familie das beidragen zu der Kirche und dass das was wir alles können tun. Was können wir beidragen als Familie, dass Dinge besser werden? Einzelne Person, dat de Familie beter schaffen wird. Und wir sehen ein Anfang, als Gott Menschen gemerkt hat, eine Familie anfangen, dass der Teufel dann auch versucht, dort zu verhindern. Wir sahen, dass kein sein Bruder dort schlug, weil sie ihn nicht verdrehen können. Und das ist immer noch so, dass dort ein Raum spielen wird, dass der Teufel will eine gute Familie verhindern und weil wir dort nicht zulassen. Und als Gott kein Frauen hat, wo sein Bruder war, dann sagt er, was soll eigentlich mein Bruder abpassen? Ich weiß nicht wo. Gott fragt keinen, wo ist dein Bruder? Und dann sagt er, ich weiß nicht. Soll eigentlich mein Bruder abpassen? Und das habe ich sehr viel rücknehmen. Gott weiß, was kein getan hat. Er weiß, was du getan hast. Aber er fragt keinen, wo ist dein Bruder? Und kein ist das dann so, soll ich nur meinen Bruder abpassen? Und von das, ich habe mir durch ein bisschen meine Schriftstellen neu gekickt. Und wo wichtig das ist, dass wir kicken da, wo sind unsere Geschwister, wo sind unsere Brüder, was tun die, wo geht ihr dort? Wir finden sehr viel von, was Jesus gelehrt hat. Und wir haben dort in 3 Städten, in 3 verschiedene Wege benannte kicken. Erstens, wo wir uns leben sollen, und zweitens, wo wir das Leben beweisen sollen, und drittens, wo wir uns an dem kann tragweisen, wann wir kort gekommen sind, ans Denken haben. Und diese 3 verschiedene Wege mir dort ein bisschen zu haben. Das erste war wir kicken, wo Jesus uns lehren hat, uns untereinander gut zu sein und zu leben. Wenn wir uns Frauen selber nur uns Brüder abpassen, dann würden wir sagen, das wird nicht schaffen, wenn wir unsere Geschwister einmal herangehen und passen ab, was die alle deuten. Das ist nicht, was es von reden wird. Aber ich glaube, das redet davon, dass wir gucken, was wir mit beitragen, dass es kann gesünder schaffen. Und Jesus sagt, dass es steht, wat is onze opgave ondereinander? En dan zegt Jezus dat ze steht in Johannes 13, vers 34 en 35. Dat zijn zeer bekende versen. Aber du sagst, dass es steht, ich gebe jullie een nieuw gebod. Je zullen jullie ondereinander goed zijn
Und wenn wir bloß bei hier würden lesen, dann haben wir noch nicht eine Mut, wo Gott oder von was wir lernen können, zum Gott sein. Aber dann sagt Jesus wieder, krieg so als ich Gott gewahr sein. Und wenn wir uns da fragen, wo Gott wie Jesus uns? Hier ist sehr viel Band, wenn wir uns fragen, wo Gott wie Jesus uns? Und das sagt uns, dass wir uns so gut, dass sein Leben ganz geben wird für mich und für dich. Und dann dort ist so gut, dass uns wir, und dann so soll wir uns untereinander gut sein. Und dann sagt er, jener Leib einer für den anderen soll gerade so groß sein, als meine Leib für jün wir. Wo groß wie Jesus seine Leib für uns. Er hielt nicht treu von seinem Leben, wenn der Leib, was er hat für mich und die. Und so hier können wir sagen, wo Gott uns wir, und so gut soll wir uns untereinander sein. Wenn dort passieren wird, dann in 35. Vers sagt es, wenn die Leib untereinander haben, wird allemal sein, dass die meine Jünger sind. Dass die meine Jünger sind. Und so, das ist mein Verlangen, dass wir das wollen können leben, dass Menschen sein, dass wir Jesus seine Jünger sind. Und dass wir diese Life practicen, dass wir diese Life ausleben. Und dann in Johannes 15, Vers 12, da sagt er, das ist mein Gebot, dass ihr untereinander so gut sind, als ich gut sein. Das hat er noch bestätigen. Der Johannes bestätigt das noch, dass so gut als Gott uns ist, so gut soll wir uns untereinander sein. Und dann der 13. Vers, keiner hat mehr Raum an den Nächsten als das, dass er sein Leben für seine Freunde geben hat. So, keiner hat mehr Raum. Jesus, der gibt so viel Raum, er gibt sein Leben für seine Freunde. Ein Freund ist mehr als bloß du hast wer. Ein Freund verteilt wir alles, was uns das geht, wo wir feiern. Ein Freund, da haben wir tiefe Gemeinschaft mit. Und das ist, wo Leib Jesus da anschaut. Ein Mann, der reist nur an eine Stadt, wo sie Missionaren hatten und wo eine Kirche anfangen dort. Und er kam daheim, es war stürmig, schneiig, kalt. Und als er durchkam, dann wurde er ändert, du hast eine Schwierigkeit gewesen, manche nicht auf Menschen. Und nachdem die Schwierigkeit du warst, als bei dir kommt, dass ein Mensch es worden, den Lehrer sind jung, es worden angebracht wegen Verschiedenheiten. Und das Lehrer sagt, weil Stadt geworden ist, ein von den Missionaren, wenn er den ersten witte Mensch, was er wird sein, dem wird er anbringen, für das sein Sehen ist angekommen. Das Mann, was da angekommen ist, er sagt, das ist Joy Roberts, und er hat nur das Lehrer. Es ist 15 Mil auf, aber er hat daheim und fragt sich, wo das Mann wohnt, was das schwul gemerkt hat, dass er den ersten witte Mensch will dort merken, was er sein wird. Und Joy Roberts fängt das Haus, wo er wohnt, und geht daheim. Und als der Lehrer dann rückkommt, dann trägt er sein Haar ein bisschen zur Zeit. Und dann sagt er, ich habe gehört, was du geschworen hast, dass der erste witte Mensch, was du sein wirst, der wirst du anbringen. Und hier sind ich bin noch nicht befreit. Und dann kostet mir das mehr. Weißt du, Joy Roberts sagt, dass wenn das der Lehrer würde ein Wetter dort mehr und da würden die Wetter wieder, und dann würde es ein langes Jahr geben. Er geht dahin und sagt, dann der mir und dann kann das zu eng sein. Ich will mein Leben geben für das. Als er dort sieht, dass der Mann so oben ist und so frei ist und sich anstellt, dann sagt er dann, komm mal näher, wir haben mal vertrauen. Und dann erste fragt er, wo kommt dort, dass du nicht mitkommst und die aufstellst? Wer merkt wer jeft die so Mut ist das? Und dann sagt er, haben sie da ein paar Stunden gerät
Und dann hat das Lehrer den Schwur genommen, dass kein Mensch will dort merken und hat entschieden, Christus zu folgen. So das Joy Roberts hat jetzt sein Leben ganz. Tim something stop. Und so, das ist mein Verlangen, dass wir auch wollen können, uns Leben geben für unsere Nächsten zum Goden. Wie viel Trouble hat er durch verbeten, wenn es sein Leben ganz geben wird. Paulus, der redet auch von dieser Leib, was wir sagen haben, einer zum anderen. In Römer 13, Vers 8 sagt es steht, sieht keinen irgendwas schuldig, bitte der Leib einer zum anderen. Weil wer seinen Nächsten Gott ist, hat getan und was das Gesetz verlangt. Wir sollen nicht Menschen irgendwas schuldig sein, aber wir sollen immer weiter dort sein, dass ich soll noch mehr Leib geben. Ich soll der Leib ganz ausleben, was wir an Jesus sein können. In 1. Thessalonicher 4, Vers 9 sagt es, was der Leib einer zum anderen anbelangt, darüber braucht wir jünd nicht schreiben, weil es Gott selbst jünd gelehrt hat, einander Gott sein. So, wenn wir nicht können Gott sein, wir unsere Mitmenschen uns nicht leben können, habe ich von Gott dann all was gelehrt, als die Frau und uns. Paulus sagt, dass Gott selbst hat uns gelehrt, uns untereinander zu leben. Petrus lehrt das auch und sagt in 1. Petrus 1, Vers 22, weil sie jünd an der Wahrheit holen und jene Säulen durch den Geist und wahre Bruderleib gereinigt haben, sieht jünd untereinander wirklich und von Horten Gott. Weil wir unsere Säulen und Bruderleib gereinigt haben, dort ist, wo wir die Kraft haben, wirklich Gott zu sein. Und dort ist mein Verlangen, dort auch zu tun. Johannes, der schriftet in 1. Johannes 3, Vers 11, so steht, sagt es, uns ist dort von Anfang an gesagt worden, dass wir uns untereinander Gott sein sollen. Dass wir uns untereinander Gott sein. Das ist uns von Anfang an gesagt worden. Und das ist, was wir auch immer waren, an sich kennenlernen, nicht sanken, dort sind leben, dort sind vertrauen, dort sind Gott sein. In Vers 12 sagt es, die sollen nicht so sein als Kain, der von Beisem stand und seinem Bruder dort mögt. Und woran mögt er am Tod? Weil seine Worte eierreich werden und er weiß, dass sein Bruder seine Worte gereich werden. Wo vielmals sei wir dort, wenn wir wissen, dass wir reich sind, und wir sehen, dass somebody ist reich, dass uns das bodern wird. Woran bodert uns das? Dass wir wissen, was Gott an uns gesagt hat, dass uns überführen, dass wir sollen was tun. Und dann können wir entscheiden, unzufrieden sein, oder wir können entscheiden, gehen der Trag stellen und die Dinge mit Gott in Ordnung stellen. 1. Johannes 4, Vers 7 sagt, liebe Freunde, weil wir uns untereinander Gott sind, Weils Leib stammt von Gott. Wer der Leib hat, ist von Gott geboren und er kennt Gott. So der Leib kommt von Gott. Wir ut uns selbst, wir haben nicht so viel Leib, dass wir in allen Umständen können Gott sein, dass wir leben können uneng. So dort ist der Port, wo wir uns leben sollen, was Jesus uns lernen hat. Und soll ich nur meinen Bruder Oppaussen? Soll ich kicken, wo mein Bruder ist? Das ist eine Frau, wo wir uns durch diese Message wollen fragen. Wir sollen uns gut sein, und wenn ich mein Bruder von Horten gut sein, dann passt es nicht ab, was er alles tut, aber dann kick ich, als ich kann was beitragen und das andere was scheiner gehen. Wo beweise ich diese Leib dann zu anderen Menschen? Wo kann ich diese Leib ausleben? Dort haben wir uns hier 9 Schriftstellen, oder vielleicht ein paar mehr, aber 9 Punkte, wo wir uns beobachten, betrachten, als wir diese Dinge tun. Das ist etwas, mit was wir beweisen können, dass wir uns Nächsten Gott sind. Und das ist uns untereinander ab. Und das ist der zweite Punkt.
ans einander abnehmen. Nehmen wir ans einander ab. Wenn ich weiß, du bist ein Bruder in Christus, nehme ich diese ab als ein Bruder. Oder wenn ich ein Mensch begegne, was ich nicht kann, nicht weiß, wer das ist, nehme ich den ab und wies den dieser Leib, dass er sich angenehm fühlen kann, dich bei mir. In Römer 15, Vers 7 sagt es das, nehmt ihn einander so ab, als Christus gönnt, Gott zu ehren, abgenommen hat. So, wir können uns als Brüder, als Geschwister und Jesus, können wir uns leicht sehr gut sein und uns anwahlen, uns gut zu sein. Und das sollen wir auch tun. Aber wenn es hier sein wird, dass wir uns so sollen abnehmen, als Christus uns abgenommen hat, dann können wir uns fragen, wo kommen wir, mit was kommen wir nach Christus? Wir kommen belohnt, wir kommen schwer bedrängt und mit verschiedene Sünden können wir da haben. Und wo führt Jesus mit uns? Er nimmt uns ab. Nicht bloß dort, er vergab uns unsere Sünden. Er nahm uns ab und lässt uns anwählen, dass wir nicht im Port von ihm wären. Und dort ist so, als wir uns untereinander sollen abnehmen. Und der zweite Punkt, wir sollen uns untereinander abbühen. Abnehmen und dann abbühen, dort ist, was wir sollen tun. In 1. Thessalonicher 4, Vers 11 sagt es, du wir merken untereinander Mut und büten untereinander ab, so als die dort tun. Wenn wir in Christus sind, dann ist das something, was wir wollen tun. Das ist something, was uns rauskommen wird, einer den anderen abbühen. Das ist, was Paulus sagt, je tun dort. Aber er wird nach wahrer Mut sprechen, dann tut dort. Mut mehr an und abbühen, dort ist, wo wir uns fühlen. Und dort ist something, was wir uns anüben sollen, practicen sollen, dass wir das wollen tun, dass wir wollen Mut sprechen und dass wir wollen einer den anderen abbühen. Und der dritte Punkt ist, dein, da wir uns untereinander dein. Sei wir ehrlich, den Bruder zu dein. Wenn wir ehrlich sind zum dein, dort ist, wo der sich Wort abgenommen fallen, wurde sich was abgebüht fallen. In Galater 4, Vers 13 sagt es, Brüder, jünd haft Christus zur Freiheit verhalten. Bloß brucht die Freiheit nicht, das Fleisch den Willen zu loten. Und dann sagt es, deint einer den anderen ein Leib. So, das ist, was das braucht. Nicht nur ans Fleisch zu leben. So vielmals würden wir sagen, na, ich kann nun nicht Zeit, oder wir haben uns das zu Drag angegangen, ich kann nicht, oder ich weiß nicht, was mir das sagt. Jankert mich, ich habe selbst genug Dinge. Und wir kommen nicht dazu, dass wir unseren Bruder dienen wollen. Oder dass wir ehrlich sind zum Dienen. Jede Gelegenheit utnutzen. Wir können mal so und so viel tun, wir sind bloß eine Person. Aber da wir dort, was wir können, uns untereinander zu dienen. So, abnehmen, abbühen und dienen und dann drehen halten. In Galater 6, Vers 1 und 2 sagt es, Brüder, wenn ihr mal wem du betrafen, dass er sich versündigt. Das kommt all nur sehr dich bei. Wenn wir mal wem du betrafen, dass er sich versündigt, dann sagt es, dann soll je, die jässlich sind, dem freundlich und leichttulich traghalten und pass ab für dich selbst, dass du nicht auch versagt wirst. So, und dann der zweite Vers sagt es, halt einer den anderen seine los drehen und dadurch tun, was Christus sein Gesetz verlangt. So, das hat hier mit Sinn zu tun. Und dann sagt es, die los halten drehen. Und so, wo können wir die halten drehen? Wir können bloß immer wieder die Person zu check halten, dass in Jesus geht mit Sinn, da wir nicht mitgehen. Mit Sinn, da wir nicht bloß sagen, das ist okay. Da wird mit gehandelt. Aber wenn ein Bruder du es gefallen, dann sagt es, dann wenn du ein Geistlicher bist, dann bist du schuldig heimzugehen und halten den zu drehen und halten den zu rühren, dass er nicht darf, so dort leben. Und das sagt uns hier, dass wir sollen dort freundlich tun, wir sollen dort leichttulich tun und wir sollen den Trag halten. Das ist der Abgabe
einer für den anderen. So, wir nehmen uns ab, wir bühen uns ab, wir dienen einander, und dann haben wir noch einer den anderen drehen. Und wenn wir dort haben, dass wir uns untereinander drehen und halten drehen, was immer da verkommt, dann sagt es auch noch der 5. Punkt, dass wir uns untereinander vergeben. So, wir können nicht einen anderen bloß halten drehen, wenn wir den nicht vergeben tun. Und so in Epheser 4, Vers 32 sagt es, seht Leiber von Horten leiftulich einer zum anderen. Verjeft jünd untereinander so, als Gott jünd an Christus Jesus verjeft hat. So soll wir uns untereinander vergeben. Wo do wir diese Leib einer zum anderen praktizieren? Wir nehmen uns ab, wir bühen uns ab, wir dienen uns untereinander, wir drehen uns untereinander, wir vergeben uns untereinander. Dort Christus seine Leib an uns zu sein ist, dass sie sein, dass wir das Gebot, was Jesus uns geben hat, ausleben tun. Wenn wir nicht vergeben tun, und wie diese Einstellung zu haben, dass wir nicht können loslassen und nicht können vergeben, dann ist das so, als wenn wir uns viel kleine Kerb mitnehmen. Und dann, wenn wir einem Menschen begegnen und der tut something, was nicht so ist, was mich interessiert, dann stoppen wir in den Korb nehmen. Und dann begegnen wir wem und dann haben wir für den einen Korb und dann stoppen wir durch so was nehmen. Und dann so gehen wir ran mit einem Dollkorb und was ein Mensch hat getan, das leih wir nehmen. Und es steht, dass wir für jeden das leih wir nehmen und wir nehmen uns über dem so viel Korb voll mit, wir haben so viel Korb an uns randrehen, dass wir das meistens mehr erkennen. Und über dem dann knutsch wieder unser Taub und sagen, oh, das ist bloß so schwer. Das ist bloß so schwer. Und das ist, wenn wir nicht vergeben, wenn wir alle Menschen ihre Dinge mitnehmen. Wie immer war das in einen Korb anleihen und der Korb war so schwer und wir können das nicht drehen. Wir können nicht mehr halten, abbühen, wir können nicht abnehmen, wir können nicht teilen, wir können nicht halten, anderen drehen. Bis wir unsere Korb so viele Dinge getan haben und nicht vergeben haben. Und so, weil wir nicht Korb mitnehmen und andere Menschen ihre Fehler da alle anleihen und die für 20, 30, 40 Jahre immer waren erwähnen, was der und der Mensch dann mal zu mir sagt, oder der, was du und du mal dort und dort zu mir sagt, oh, das ist so schwer, und wo viel mir dort hat gesagt. Das meint, du hast noch ein Korb für die Material und das, wo die alle Dinge von dem Mensch immer waren den Endes. Und weil wir leider loslassen, weil wir vergeben, weil wir nicht Korb-Material, wo wir alle Dinge nennen von anderen Menschen. Wenn wir von denen denken, wir wollen abpassen nur unsere Brüder, das ist kein Frau, und es soll nicht meinen Bruder abpassen. Das ist nicht der Ursache, dass wir hier reingehen und abpassen, wo wir einen Fehler merken und dann, wo wir dort in uns Korb nehmen und sagen, oh, der Bruder ist so fehlerhaft. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen vergeben, so als Gott uns in Christus Jesus alles vergeben hat, so weil wir auch unsere Mitmenschen alles vergeben. Wem immer wir begegnen, was immer du getan hast, oder was immer da passiert ist, das will wir loslassen, das will wir vergeben, das will wir nicht mitdrehen, bis dort wird uns zu schwer. Und dann der erste Punkt, uns unterdun sind, dass wir horchen, dass wir willig sind, uns unter den Bruder zu stellen, und horchen, was er uns zu lehren hat, horchen, was er uns zu sein hat. In Epheser 4, Vers 21 sagt es, schickt einer zum anderen ut ihr Furcht für Christus. Das ist, was wir wollen. Wir wollen uns checken. Wir wollen so ein Bruder sein, wenn der sich unter uns stellen, der will sich checken zu dort, was ich sage, dass wir nicht anders wollen sein, als Jesus Christus uns gelehrt hat, als er uns lehren hat, als er uns anleiten hat, als sein Geist uns anleiten hat. Wir wollen nicht anders sein, wenn sich wer will uns unterdun merken, dass er das feiern hat, dass diese Leib, was Jesus zu uns hat, wir auch verarmt haben. Da wollen wir nicht irgendwas tun, was am das Leben wird schwer merken. Da wollen wir something tun, was am wird
abgenommen fallen, was an wird abbühen, was an wird dein, was an wird drehen halten, was an wird vergeben. So wir wollen tun, dass die was kennen mit Freude tun sind. Und das würde ich wünschen, dass wir das von Herzen können tun. Wenn wir denken dann, in Epheser 4, Vers 21 und 22, wurde wieder geredet von Lied untereinander und wo das falsch vielleicht angepasst ist, dass Lied sich untereinander tun sollen sein. Aber ich glaube, der Post auch sagt, dass wir als Brüder in Christus uns tun sind, dass wir uns einer unter den anderen neu stellen tun. Dort ist, was wir sollen tun. Dort ist, wo wir uns das Leib einer zu den anderen bewiesen tun. Und muss Gott Gnade und Weisheit geben, dass wir das auf eine rechte Weise tun, dass wir immer uns horchen, wir immer Ramans erst, dass das sich abgenommen fällt, dass das sich abgebüht fällt, dass das sich fällt, dass das fallen kann, dass wir am Dein, dass wir am Haupten drehen, dass wir am verjeft haben, dass wir bereit sind, mit am Taub Dinge zu tun, mit am Taub zu schaffen. Und dann der 7. Punkt, weil wir uns untereinander anspornen. Anspornen, das hat mir zu tun, dass ich die was sein, du musst something. Und dass du mir was sein, du musst something. Du fehlt something zu tun, dass wir auch uns du wollen anspornen. In Hebräer 3, Vers 12 und 13 sagt es, seid ihr verbreitet, dass keiner von jünt und beiset und nicht glaubend das Wort hat, dat van den lebenden Gott aufkam. Red jünt untereinander alle Tag Motto, solange es dort noch von der Unheit, dort sich von jünt China durch die unschmerende Sinn hart merken lässt. So, dort wir uns anspornen tun und Motto sprechen. Und dass keiner darf durch seine eigene Natur in Sinn geraten und durch ein Leben. So dass wir uns Zeit nehmen, uns untereinander anspornen, Motto sprechen, solange als wir Zeit haben, solange als wir können, dass wir uns mit Freude Motto sprechen tun. Und macht dort an uns auch lebendig sein, uns untereinander Motto sprechen. Dort ist Leib bewiesen, einer für den anderen. Der 8. Punkt, weil wir uns untereinander in Acht holen. Hebräer 10, Vers 24 und 25 sagt, weil wir taub holen und uns untereinander anspornen und gute Worte live bewiesen. Und gute Worte live bewiesen. So diese Dinge, was ich abgenannt habe, das sind Actions von unserem Glauben. Abnehmen, abbühen, dein, drehen, vergeben, anspornen. Und hier sagt er in Acht holen, so dass something, was unsere Worte mit uns Wandel taubstimmen an Jesus Christus. Und sagt er, weil wir uns anspornen und gute Worte live zu beweisen mit unserem Wandel. Nach der 25. Vers sagt er, von der Versammlung weichbleiben, so als eingedauert, dort wollen wir nicht. Aber viel lieber uns untereinander Motto sprechen und dort ist wichtig, weil es der letzte Tag nur kam, so als geseinen. Der letzte Tag von uns Leben hier diese Erde, der kommt nur dran. Wir wissen nicht, wo neuer, aber der Tag kommt nur dran. Und was dann wird wichtig sein, ist, dass wir diese Leib einer den anderen bewiesen haben. Dass wir diese Leib einer den anderen in Worten bewiesen haben. Der 24. Vers, werde ich noch einmal lesen, sagt es, weil wir taub holen und uns untereinander anspornen, in gute Worten live zu beweisen. Das ist nicht something, was von uns selbst kommt, aber das ist something, wo wir uns anüben sollen. Von der Versammlung weichbleiben wollen wir nicht, wenn es dort ist, wo wir Gott seine Gemeinschaft feiern von unseren Geschwistern. Wir feiern dort, wo uns Brüder, unsere Schwester, wo die in der Gemeinschaft mit Gott leben. Und dort wird uns abbühen, dort wird uns anspornen, auch über Jahr in diese Gemeinschaft zu segnen und zu forschen. Ein Kirchenlehrer
als op een frische steed, als frisch als een leraar angestellt en als hij da anfängt te leren in de kerk, dan maakt hij dat door een oudere man die alle zondag in de kerk is. En wanneer hij met denen vertalen, dan wordt hij eindelijk kan zeer schwer hier. Hij moet goed luid vertalen en hij kan zeer schwer hier. En dan als das Lehrer dann nieuwsgierig, als hij dan wat van de boodschap ervan, dat je beter, zoals hij irgendwas verstaan kan van dat, dan zegt hij, nee, niet. Ik kan dat bloos niet meer hier. En dan vraagt de Lehrer aan, hoe komt het dat u dan nog iedere zondag in de kerk bent? En dan kijkt hij den Lehrer zo met grale ogen aan en dan zegt hij, bij de gemeenschap met de Heilige. Dat is wat mij opbouwen, dat is wat mij fehlen. Ik bruk deze gemeenschap met de Heilige top te zijn. Want ik dat niet horen kan. Maar ik kan dat fehlen in deze omgeving. En met jullie top te zijn, dat biedt mij op. En dat is zo'n omgeving als we merken zullen met onze woorden. Dat is zo als we dat zullen uitbrengen met onze wandel, dat mensen daarom aan zijn, dat zich de maag feilen doen. Dat zich thuis feilen doen. Wanneer ze niet hier kunnen, wanneer ze niet dingen kennen wat anderen kennen, maar dat ze zich de poort van feilen doen. Dat is wat mijn dienen opgave is, ons toe en te practicen, dat deze atmosfeer ram ons wordt zijn, dat mensen zich thuis zich feilen. En dan de negende punt, opnemen, jas opnemen. Dat we bereid zijn, jas op te nemen. Wo immer dat is, wo immer we zijn, dat we jas opnemen. 1. Petrus 4, vers 8 zegt het, ewe alles zijt doen, dat niets kunnen leven einer zum anderen stieren kan, wils leefdag vele zinnen toe. Neemt ieren jas op, leven als grenzen wanneer kom. Zo waar we immer waren aan denken, dat we wellig zijn jas op te nemen, wel we deze leven uitstralen. En dan de derde punt waar ik van reden wil is, dat we ons een ander een leven terugwijzen doen. Ik wil dus nog een paar versen lezen zum Schluss, wo we ons een ander een leven terugwijzen zullen. 2. Timotheus 4, vers 2 zegt het, jetzt Paulus zu Timotheus sagt, predigt das Wort, of de tijd reich is oder nicht. Vermoon mensen, drijf eend, leer eend, aber blijf daarbij geduldig. Spreek aan motto dat ze doordat wat leren. Zo vermoon en aansporen dat ze doordat wat leren. Derde vers, wils du wat eine tijd komen en dat ze de gezonde leer niet meer verdreven worden en ze worden zich leerders aanschaffen, die zo leren als aan dat gefällt, die aan bloos nog de oren kittelen. Ze worden ihre oren van de waarheid wegdraaien en leven naar voren harken. Zowel we wakker zijn, dat we anderen vermoeden doen, dat we de gezonde leer uitbrengen, dat mensen kunnen teruggewezen worden. Kolosser 1, vers 28 zegt het, dessen Christus predigt we en warnen en beleren alle mensen en alle wijsheid, doordat zal we, wel we en iedereen wat toebrengen dat ze volkomen in Christus zijn. En dit is allemaal waar mijn verlangen. En dat zal ook dien verlangen zijn, andere mensen aan te sporen dat ze in Christus wonen kunnen. In 1. Thessalonicher 4, vers 14 zegt het, Brüder, ziet moedig en bewijst en wees de traag de onordentlich leven. Treist die de moed verrucht is, helpt de zwakke en schaft en haft met allen geduld. Zij doen dat keiner den anderen schlechtet met slechte treed toelt. Streef immer doen een ander goede te doen en dat ook te alle mensen. En dit is mijn verlangen, dat we ons een ander opnemen, opbouwen, duien, draaien, vergeven en onze doen zijn, aansporen en acht houden en dat we wel eens een jas op te nemen. Dat is live bewezen zoals voor Jezus zei dat gebouwd wordt ons gegeven dat we mensen zijn en doen worden ze erkennen dat we in Jezus Christus zijn. Zo, kijk wie waar onze broeder dat gaat. Pas wie op waar onze broeder dat gaat. Wel we ons een ander opbouwen en aansporen.
en deze Leben, was Jesus uns gegeben hat, zu leben. Mag Gott uns segnen. Amen.